Geschichten im Business-Kontext erzählen? Warum sollte das gut sein? Und wie soll das überhaupt gehen? Das sind Aussagen und Fragen, die ich häufig von Teilnehmenden meiner Storytelling-Seminare höre. Klar, auf jeden Fall, lautet stets meine Antwort. In diesem Video erläutere ich dir, warum Storytelling auch im Business funktioniert, wo man Geschichten finden kann und wie man sie spannend aufbaut. Warum ist Storytelling gerade auch im Business relevant? Die Welt wird durch Globalisierung, Digitalisierung und weitere Megatrends immer komplexer. Deswegen ist es eine stets größere Herausforderung geworden, komplexe Sachverhalte verständlich herüberzubringen. Die Methodik schlechthin, um große Gruppen von Menschen auch emotional zu erreichen, ist Storytelling. Daher werden auch in der Werbung stets Geschichten erzählt, um potenzielle Kundinnen und Kunden zu erreichen. Die häufigste Frage, die ich von meinen Seminarteilnehmenden oder Mentees im Zusammenhang mit Storytelling gestellt bekomme, ist: Wie finde ich eigentlich Geschichten? Hierfür gebe ich dir 5 Schritte an die Hand. Erstens, Ziel entwickeln. Warum brauchst du eine Geschichte? Was möchtest du mit der Geschichte erreichen? Zweitens, Zielgruppe definieren. Wer gehört zur Zielgruppe? Wie kannst du diese Zielgruppe am besten erreichen? Drittens, beobachten. Geh stets mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und mach dir Notizen. Das kann im Arbeitsalltag sein, zu Hause bei der Familie, in Cafés, Hotels oder auch beim Einkaufen. Viertens, variieren. Es gibt keine neuen Geschichten, denn jede Geschichte wurde schon einmal erzählt. Aber eben noch nicht in deiner Variante. Also entwickle deinen eigenen Stil und deine Art, Geschichten zu erzählen. Menschen sind individuell und genauso sind es deine Geschichten. Und 5. Üben. Achte bei Filmen und Büchern auf die Geschichten. Nutze private oder berufliche Begegnungen und übe, deine Geschichten möglichst lebendig und unterhaltsam zu erzählen. Je häufiger du Storytelling übst, desto sicherer und überzeugender wirst du. Wenn du diese 5 Schritte gehst, wirst du stets deine persönlichen Geschichten finden. Nachdem du deine Geschichte gefunden hast grundsätzlich, zeige ich dir nun, wie du sie spannend aufbaust. Hierfür erläutere ich dir einen simplen Aufbau gemäß des Musters Warum, Wie, Was. Mithilfe dieser Golden Circle Methodik von Simon Sinek kannst du deine Geschichte empfängerorientiert erzählen. Erstens, warum? Gleich, warum ist es wichtig? Hier gibst du eine Begründung für das Thema ab, eine Vision oder den Sinn. Zweitens, gleich wie? Wie soll es entstehen? Als zweites zeigst du ein Vorgehen, verschiedene Prinzipien und die USPs. Und drittens, was? Gleich, was ist das Ergebnis? Im letzten Schritt zeigst du eine Kategorie, gibst eine Definition oder einen Zielzustand an. Wenn du stets warum, wie, was als Grundlage im Kopf hast, dann kannst du damit deine Geschichten einfach und spannend erzählen. Gerade im Business ist es wichtig. Intern in Unternehmen, um sich von anderen abzusetzen, und extern zum Beispiel, um Interessentinnen und Interessenten wirklich emotional zu erreichen.